Hallo Freunde des fahrbaren Blechs und herzlich willkommen zur heutigen Folge, in die wir höchst unaufmerksam hineinstarten. Ey, wenn du solche Clips hier nicht auf Kamera hättest, ne? Das wird dir kein Mensch glauben. Ja, der ist uns reingefahren. Ey, da fällt dir doch nichts mehr zu ein, oder? Wie abgelenkt muss man bitte sein, ich verstehe es nicht. Wir standen doch gefühlte Stunden. Über 300.000 Kilometer hat das Auto unseres Einsenders ausgehalten. Dann kommt so ein Depp und macht's kaputt. Herzlichen Glückwunsch. Es ist für mich einfach nur vollkommen unverständlich. Das einzig Positive an der ganzen Sache ist, dass hier niemandem was passiert ist. Der Wagen des Unfallgegners, der sieht im Vergleich zu unserem noch richtig gut aus. Aber da ist mit Sicherheit auch was unter der Schürze kaputt gegangen. Kaputt ist offenbar auch was im Kopf von dem Fahrer des schwarzen PKW da. Die Linksabbieger-Ampel ist doch rot. Was macht der da bitte? Zieht im Gegenverkehr vor die Schnauze. Also das geht echt gut los hier heute. Also wir werden den Sekt zwangskühlen. Alter! Der ist bei Rot über die Ampel vor dem. Ist der nicht ganz dicht? Wahnsinn! Wie kann man denn so dreist sein, wenn das geknallt hätte? Hätte ich aber eine geile Aufnahme hier auf dem Dashcam gehabt. Boah! Puls 180, dabei sind wir noch fast am Anfang. Jaschas Clip macht das nicht besser. Der sitzt hier nämlich in seinem Velomobil und wird gleich mit viel zu wenig Abstand überholt. Boah, das fand der bestimmt genauso scheiße wie ich. Und wisst ihr, was auch scheiße ist? Die Steuerfrist. Wer bis dahin seine Steuererklärung nicht abgegeben hat, der ist jetzt eindeutig zu spät dran. Doch zum Glück gibt es ja Zaster. Wenn ihr deren Service in Anspruch nehmt, dann machen professionelle Steuerberater eure Steuererklärung und dadurch verlängert sich auch automatisch für euch die Frist. Also macht es doch wie viele in der Vergangenheit und holt euch mit Hilfe von Zaster euer Geld vom Staat zurück. Es lohnt sich in jedem Fall, denn im Schnitt bekommt man rund 1200 € wieder. Geil. Drum ladet euch jetzt die Zaster-App herunter, gebt dort euren Namen, eure Adresse und eure Steuer-ID ein und lasst dann die Profis eure Steuererklärung machen. Das Schöne ist, dass dieser Service völlig unverbindlich ist. Innerhalb weniger Tage erhaltet ihr ein Angebot mit eurer Steuererstattung zurück, wovon ihr euch über Zaster direkt 75% auszahlen lassen könnt. Ja, das können wir mal machen. Übrigens, falls ihr auch in den letzten Jahren eure Steuererklärung versäumt habt, über Zaster könnt ihr die noch 4 Jahre rückwirkend einreichen. Lohnt sich also. Mit unserem Code Dashcam20 bekommt ihr 20 € Rabatt auf die Steuerberatergebühr. Also ladet euch gern die Zaster-App herunter und probiert den Service unverbindlich aus. So, weiter geht's. Wenn ihr euch dein Geld zurückgeholt habt, könnt ihr euch vielleicht eine fette Karre kaufen, so wie den BMW, der von links ankommt. Der hat sogar eine Sonderausstattung namens Blinker. Hey, das siehst du selten. So einer der Meise oder was, Junge? Aber der Fahrstil, ja, der ist dann leider wieder klischeehaft. Ich weiß überhaupt nicht, was ich glauben soll bei den vielen Blut. Keep cool, Mädels. Bevor wir uns verrennen und verrückt machen lassen, halten wir uns an. Das kann der Kollege mit den 4 Nullen auf dem Kühler aber mindestens genauso gut. Die 5., die sitzt hinterm Steuer. Naja, er musste halt schnell am LKW vorbei. Und LKW ist ein gutes Stichwort. Schaut mal da zu dem blauen rechts. Der hat eine Tür offen. Ist gar nicht mal so ungefährlich. Ich will die nicht in die Fresse kriegen. Wohl auch kein anderer. Und das denkt sich auch Sebastian und weist den LKW-Fahrer mal darauf hin. Wenn ich es mir richtig aufgeschrieben habe, hat er ihn wohl bei nächster Gelegenheit zum Anhalten gebracht und sie haben die Tür geschlossen. Dann mal schnell weg hier, wobei mit 300 auf der linken Spur muss dann irgendwie auch nicht sein. Da ahnt man ja schon, was passiert. Oh mein Gott. Junger Digga. Ey, da hast du so viel Schwein gehabt, ne? Ich wette mit dir, der wäre nicht zurückgezogen, wenn der, den er überholen wollte, nicht auf die rechte Spur gefahren wäre. Der hat wahrscheinlich noch nicht mal mitgekriegt, was er dir da angetan hat. Digga. Der Rote von links aber, der merkt es gleich zum Glück noch rechtzeitig. Ja. Und manche auch wegen der wenigen Kalorien. Vollidioten. Jetzt probieren das neue Mais. Wer aber gar nichts mehr mitkriegt, dass der LKW-Fahrer, der von rechts einfach rauszieht, völlig egal, dass da welche kommen. Junge! Was war das denn für ein Move?
Ei. Fährt einer von euch einen weißen Ford und vermisst eine Radkappe? Hier habt ihr sie verloren. Es klang auf jeden Fall nicht gut, würde mich wundern, wenn dabei nichts kaputt gegangen ist. Infos liegen mir da leider keine zuvor, aber zu diesem Clip hier. Der Fahrer des SUV, der da gerade ausparken möchte, ja, der geht ein bisschen auf Kuschelkurs mit unserem Auto. Tja, nur ein leichter Rempler, aber 2.500 Euro Schaden. Der andere, der hat sich das Ganze angeguckt, dann aber entschieden, nö, ist nicht schlimm genug. Und dann ist er abgehauen. Ja, so macht man das heutzutage. Warum auch zu seiner Scheiße stehen? Mindestens genauso schlimm finde ich die ihren eigenen Mist kleinreden. Jascha hat ein richtiges Prachtexemplar davon gefunden. Falsche Richtung, Leute. Ja, sorry. Ja, hast du recht. Mann, ja, ist passiert. Ja, Kollege, wenn du in der falschen Richtung fährst, musst du nicht beschweren, wenn sich jemand beschwert, oder? Ist passiert. Ist passiert. Ha? Ist passiert jetzt. Und? Kollege, beruhig dich mal. Ja, beruhig dich mal. Und halt den Verkehr nicht auf. Schönen Samstag noch. Schwarze Katzen von links bringen Unglück. Was ist mit Schwarz-Weißen von rechts? Tja, keine Ahnung. Sie hat auf jeden Fall Glück gehabt. Während man aber Katzen des Öfteren im Straßenverkehr begegnet, trifft man eine Kuh dann doch eher selten an. Die sitzt höchstens hinterm Steuer. Tja, wer weiß, wo die hier abgehauen ist, war ja offensichtlich mal irgendwo festgebunden. Aber keine Sorge, der Besitzer, der kommt da recht schon angerannt. Angerast hingegen kommt der Gegenverkehr, aber leider nicht auf seiner Seite. Da geht's ja beinahe im stockenden Verkehr geruhsamer zu. Aber immer noch schnell genug, um dich ordentlich verletzen zu können im Falle eines Unfalls, wenn du wie der da rechts meinst, dich im Auto hinzustellen, um oben aus dem Schiebedach rausgucken zu können. Der Fahrer ist auch kein Deut besser da, ganz cool mit seinem Fuß aus dem Fenster. Mal gucken, wie cool du noch bist, wenn dir deine ganzen Knochen zusammengedrückt werden bei einem Auffahrunfall. Alle, die sowas machen, hier, guckt euch mal die entsprechenden Röntgenbilder an, da wird euch anders, ich sag's euch. Anders wird's euch gleich auch bei Stefans Clip. Unfassbar, wie knapp das war. Richtig, richtig gut reagiert hat hier unser Einsender, mein lieber Scholli. Also wirklich, Respekt. Eine gute Reaktion ist auch gleich hier fällig, denn was bitte macht denn dieser Benz da? Gib Gas oder halt an, aber doch nicht so. Hier haben wir mal wieder einen echten Klassiker von euch. Von der Auffahrt direkt in die Mitte, weil man keine Zeit hat, mal einfach kurz zu warten. So schlucken müssen. Da gibt es ein typisches Instagram-Bild für Familie und Kleinkind. Das Kind zieht sich gerade an der Hose vom Vater hoch. Hier haben wir auch eine Auffahrt und der Porsche, der möchte auch gern schnell nach links. Dabei muss er doch direkt wieder abfahren. Einfach rüberziehen, ne? Mann! Idiot! Recht! Einfach rüberziehen, ey! Was soll das? Aber ich finde, sie hat. Wir fahren hier in Ruhe auf so einen Parkplatz, nur damit uns fast einer in die Seite fährt. Junge! Gucken? Schon mal darüber nachgedacht? Meine Frage an euch, wie haltet ihr es auf Parkplätzen? Ich weiß, die einzig verbindliche Anweisung ist gegenseitige Rücksichtnahme, aber ich wäre für verbindliches rechts vor links, überall auf jedem Parkplatz.
Ach, der Herr Kollege, danke fürs Pixeln der heutigen Folge und danke auch, dass dein Vordermann da diesen Fußgänger noch rechtzeitig gesehen hat. Den Clip hätte ich sonst nicht zeigen wollen. Alter! What? Junge! Wesentlich weniger gut geht es aber leider im letzten Clip dieser Folge aus. Der Clip ist echt zum Heulen, einmal wegen der Videoqualität, einmal natürlich aber auch wegen des Rehs. Und unser Einsender ist natürlich auch sehr betrübt wegen seines Autos. 4.500 Euro Schaden sind das, damit ein wirtschaftlicher Totalschaden. Und es gibt noch einen weiteren Grund, traurig zu sein. Die Folge ist jetzt vorbei. Ja, schade, ne? Na, immerhin habt ihr dann jetzt Zeit, eure Steuererklärung zu machen, falls noch nicht geschehen. Nutzt dafür doch gerne Zaster, ladet euch die App herunter und holt euch im Schnitt rund 1.200 Euro vom Staat wieder. Also ran da, ich halte euch nicht länger auf. Viel Spaß beim Geld zurückholen. Wir hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat. Bis zum nächsten Mal, fahrt alle gut und besser und ciao, ciao.